Ganz herzlich willkommen zu diesem ersten Video der Statistics Lab Vorlesung an der Universität des Saarlandes. Mein Name ist Verena Wolf, ich bin die Dozentin dieser Vorlesung und ich möchte mit diesem Video meine Person vorstellen und einige Hinweise zum Ablauf geben. Aufgrund der Corona-Pandemie wird diese Vorlesung eine reine Online-Vorlesung werden. Das heißt, wir werden mit Erklärvideos statt Vorlesung arbeiten. Wir werden auf physikalische Treffen komplett verzichten. Das heißt, auch der Übungsbetrieb wird online ablaufen. Wir werden dafür Online-Foren nutzen und Videokonferenzen und ein CMS-System, was ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Das ist leider nötig, was Sie sicher verstehen können aufgrund der aktuellen Situation. Wir mussten relativ kurzfristig umplanen. Das heißt, diese Erklärvideos sind, ich sage mal, semi-professionell. Ja? Also es wird schon mal geschnitten, aber es war jetzt nicht möglich, da wirklich Videos zu produzieren, die bis auf die kleinsten Details perfekt sind. Das heißt, da gibt es auch mal Kindergeschrei im Hintergrund oder Schnitte, die man sehr gut sieht. Ich glaube aber, insgesamt kann man mit diesen Videos sehr gut lernen. Und ja, alle anderen Materialien sind im Prinzip wie üblich. Die aktuelle Situation aufgrund der Pandemie ist nicht nur für uns eine Herausforderung, sondern wahrscheinlich auch für Sie. Sie müssen, ja, Sie sind sehr flexibel, was die Zeiteinteilung angeht, weil Sie jetzt mit den Erklärvideos auch sich aussuchen können, wann Sie die sich ansehen und so weiter. Das gibt, wir geben eine gewisse Struktur vor, aber es lässt Ihnen immer noch sehr viel Flexibilität, wie man sie eigentlich erst in späteren Semestern hat. Und wir hoffen, dass Sie damit sehr gut umgehen können. Das heißt, Sie müssen sich Ihre Lernzeiten selbst organisieren. Und wer damit Probleme hat, den beraten wir auch gerne. Ganz wichtig ist die Webseite, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Das ist die Webseite mcms.cs.unisaarland.de. Dort finden Sie hier das Statistics Lab und eine Hauptseite, wo Sie auch die Themenübersicht finden. Sie finden unter Materialien, da gibt es im Moment noch nicht viel, aber da wird das Skript erscheinen, das Sie nutzen können. Wir werden Übungsblätter hochladen und dort werden Sie auch Möglichkeiten finden, uns zu kontaktieren. Sie können Ihre Übungsblätter über diese Webseite hochladen und so weiter. Die Videos sind auf Englisch, mit englischer Sprache, englischen Folien. Ich habe mich für Englisch entschieden, nicht wie im ersten Semester, wo die Folien Englisch waren und die Sprache Deutsch war, weil ich es didaktisch sinnvoller finde, wenn beides auf Englisch ist und weil Sie natürlich deutsche Untertitel aktivieren können in den Videos, wenn Sie Probleme mit dem Englisch haben. Und es wird für Sie dann im Prinzip auch leichter werden, die Fachbegriffe übersetzen zu können und zu verstehen. Zu den Inhalten. Beginnen werden wir mit deskriptiver Statistik und Visualisierung. Dabei geht es darum, sich einen ersten Überblick zu verschaffen, wenn Daten gegeben sind. Was sind die wichtigsten Kenngrößen sowie Mittelwerte und Varianzen? Wie kann ich solche Daten aussagekräftig visualisieren? Und dazu werden wir auch anschauen, wie man in Python nützliche Plots erzeugt, die die Daten gut beschreiben. Dann geht es um Wahrscheinlichkeiten und Kombinatorik. Ein Teil dieses Stoffes werden Sie hoffentlich noch aus Ihrer Schulzeit kennen, aber ich halte diese Inhalte für so elementar, dass ich sie gerne wiederholen möchte, beziehungsweise auch natürlich ein bisschen über den Schulstoff hinausgehe an dieser Stelle. Und das ist einfach die Grundlage zu verstehen, was sind Wahrscheinlichkeiten, wie kann ich mit denen arbeiten. Und bei der Kombinatorik geht es halt darum, die Anzahl der Möglichkeiten zu bestimmen. Beispielsweise, wenn ich ein Zufallsexperiment habe und ich möchte wissen, wie viele mögliche Outcomes gibt es für dieses Zufallsexperiment. Dann kommen die Zufallsvariablen, die Grundlage von nahezu allen mathematischen Beschreibungen sind, insbesondere im Bereich des probabilistischen Machine Learnings, natürlich auch in der Data Science und im Allgemeinen im Bereich KI, aber auch in der Computerlinguistik. Dann werden wir uns mit Parameterschätzung befassen.
Dabei geht es darum, Sie haben Daten, Sie haben ein theoretisches Modell und Sie möchten das Modell an die Daten fitten, die Parameter des Modells so anpassen, dass sie zu Ihren Daten passen. Und schließlich werden wir uns statistische Tests anschauen, mit denen Hypothesen überprüft werden können. Und damit möchten wir sicherstellen, dass Sie in der Lage sind, statistisch valide Schlussfolgerungen zu ziehen aufgrund von Daten. Das ist ein großes Problem. Man kann mit Statistik lügen. Man kann, wenn man die statistischen Grundlagen nicht kennt, falsche Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist in vielen Wissenschaften ein Riesenproblem, insbesondere in der Medizin. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich mit diesen Tests zu befassen. Wenn wir noch Zeit haben, werden wir uns vielleicht mit Markov-Ketten befassen. Das ist eine nützliche Klasse von probabilistischen Modellen, mit der Sie zeitliche Dynamiken beschreiben können. So viel zunächst als Übersicht für diese Vorlesung und als Willkommensgruß von mir. Wir werden den Online-Vorlesungsbetrieb offiziell am 20. April starten und werden dort Material besprechen, was eigentlich Schulstoff ist und freiwilliges Material ist im Prinzip, was wir später nicht abtesten. Und sobald wir dann zu verpflichtenden Inhalten kommen, werden wir das entsprechend kommunizieren. Für die Details der Organisation möchte ich jetzt gerne abgeben an meinen Assistenten Timo Groß. Hallo und auch von mir herzlich willkommen zur Vorlesung Statistics Lab. Mein Name ist Timo und ich werde euch jetzt gleich im Detail erklären, wie wir planen, die Vorlesungen in diesem digitalen Semester zu organisieren. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, wurde der Vorlesungsbeginn auf den 4. Mai verschoben. Das bedeutet für uns, dass wir ab dem 4. Mai mit unserer Vorlesung unterteilt in 11 Einheiten beginnen. Da wir allerdings auch vorher schon ein paar Sachen mit euch gern machen würden, werden wir noch 2 Einheiten vor dem 4. Mai machen, die dann entsprechend am 20. April beginnen. Konkret heißt, dass diese 11 Einheiten ab dem 4. Mai unsere Vorlesung Statistics Lab darstellen und diese sind verpflichtend. Die 2 Einheiten vorher bezeichnen wir als Preparatory Phase und die sind freiwillig. Wir werden in dieser Phase Stoff wiederholen, den ihr schon in der Schule gemacht habt und auch Sachen, die ihr schon aus vorherigen Vorlesungen kennen solltet. Es wird euch daher sicherlich helfen, den ein oder anderen Inhalt, der später verpflichtend ist, leichter zu verstehen. Daher, auch wenn es freiwillig ist, empfehlen wir euch dringend, daran bereits teilzunehmen. Um das Ganze zu prüfen, wird es am Ende des Semesters eine Klausur geben. Da aber die Situation die nächsten Monate und Wochen noch ziemlich ungewiss ist, wissen wir noch nicht genau, wann und in welcher Form die Klausur stattfinden wird. Wir entscheiden das Ganze abhängig von der Entwicklung rund um Covid-19 und werden eine Lösung finden, die für alle fair ist. Wir möchten keinen Termin jetzt bekannt geben, den wir später nicht einhalten können. Da ja auch der Präsenzbetrieb in diesem Sommersemester stark eingeschränkt ist und wir hier eine reine Online-Vorlesung abhalten werden, stellen wir euch stattdessen Materialien zur Verfügung. Diese Materialien sind zuallererst Vorlesungsvideos und ein dazu begleitendes Skript, welches ihr jede Woche auf unserer Homepage findet. Damit ihr aber nicht nur mit dem Lehrinhalt damit alleine seid, werden wir zusätzlich jede Woche Quizzes hochladen. Diese Quizzes sind nur für euch zur Selbstüberprüfung. Wir selbst sehen nicht, ob ihr die Quizzes gemacht habt oder welches Ergebnis ihr dabei hattet. Ihr solltet die Quizzes machen unmittelbar, nachdem ihr euch die Videos angeschaut habt und solltet dann auch bereits in der Lage sein, die meisten der Fragen korrekt zu beantworten. Wenn es da noch hakt, solltet ihr unbedingt nochmal die Videos schauen oder im Skript nochmal ganz genau nachlesen. Zusätzlich, damit ihr noch ein wenig üben könnt, stellen wir euch Trainingssheets zur Verfügung, die ganz allein zum Üben dienen. Sie werden gemeinsam mit der Lösung veröffentlicht und auch hier werden wir nicht kontrollieren, wie viel oder ob ihr das, was ihr gemacht habt, korrekt gemacht habt. Drittens, zu guter Letzt, haben wir noch die Exercise Sheets. Die Exercise Sheets haben für uns die Funktion, die Klausurzulassung zu prüfen. Ihr müsst sie wöchentlich hochladen. Wenn ihr 50% der Punkte schafft in Summe, habt ihr die Klausurzulassung. Wenn ihr sogar 85% der Punkte schafft, bekommt ihr eine Notenstufe auf die Endnote. Um konkret zu werden, nehmen wir an, ihr schreibt in der Klausur eine 1,7, dann bedeutet dieser Bonus, ihr bekommt eine 1,3. Schreibt ihr eine 4,0, bedeutet der Bonus, ihr bekommt eine 3,7. Der Bonus wird nicht reichen, um das Bestehen zu sichern. Bedeutet, wenn ihr eine 5,0 schreibt, seid ihr durchgefallen und bekommt keine 4,0. Nun gut, wie sieht denn dann so eine Woche im Statistics Lab aus?
Wir beginnen damit, dass wir euch jeden Montag, wie hier Woche 1, Woche 2 und Woche 3, die Materialien auf unserer Seite zur Verfügung stellen. Alle Materialien, die ihr gerade gesehen habt. Das bedeutet sowohl Trainingssheet, als auch Quizzes, als auch Exercise-Sheets, als auch Videos und Skript. Ihr habt dann Zeit, euch mit dem Stoff zu beschäftigen und müsst 9 Tage nach Herausgabe der Materialien entsprechendes Exercise-Sheet hochladen. Ihr seid also sehr frei in eurer Zeiteinteilung. Damit ihr aber mit dem Inhalt bis dahin nicht ganz alleine seid, bieten wir euch täglich von jeweils 14 bis 16 Uhr eine Sprechstunde an. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch mit uns digital in der Office Hour zu verbinden und entsprechend Fragen zu stellen oder mit euren Kollegen zu diskutieren. Darüber hinaus wollen wir noch ein bisschen mit euch üben und schauen, ob die Inhalte wirklich verstanden sind, weshalb wir für jeden einmal in der Woche, an den Tagen Montag bis Mittwoch, eine Übung anbieten werden. Auch diese Übung findet digital statt und wir werden euch über die genaue Form kurz vor Beginn im Mai informieren. Die Zuteilung der Übungen werden wir ebenfalls über das MCMS regeln. So sieht also die Woche im Statistics Lab aus und sehr ähnlich sieht auch eine Woche in der Preparatory Phase aus, mit 2 kleinen Änderungen. Zum einen seht ihr, dass wir mit Übungen erst im Mai beginnen werden, das heißt keine Übungen in der Preparatory Phase. Und zum anderen sind die Abgaben des Exercise Sheets Y und Z natürlich nicht verpflichtend, denn es gehört nur nicht zur Vorlesung und damit auch nicht zur Klausurzulassung, aber freiwillig. Das heißt, ihr könnt es hochladen und wir geben euch dann Feedback, inwiefern das, was ihr gemacht habt, korrekt oder falsch war. Es zählt allerdings nicht in die Klausurzulassung hinein. Okay, schauen wir uns also nochmal die normale Statistics Lab Woche an. Ihr seht also, ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen und uns direkt im Gespräch zu kontaktieren. Wenn ihr außerhalb dieser Zeiten Fragen habt, dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und diese Möglichkeit ist unser Diskursforum. Ihr findet es, wenn ihr im MCMS eingeloggt seid, oben in der Menüleiste und es wird euch zu unserem Forum führen, welches bisher natürlich noch nicht so viel gefüllt ist, aber im Laufe des Semesters und jetzt mit Beginn der Vorlesung noch deutlich gefüllter werden wird. Hier als Beispiel haben wir hier den Eintrag des Topic, welches als Diskussions- oder Fragenbeitrag zu dem Pandas-Tutorial gilt, welches wir in der Preparatory Phase machen werden. Denn unter jedem unserer Vorlesungsvideos, die wir auf YouTube hochladen, werden wir 2 Dinge verlinken. Einerseits den passenden Forumsbeitrag, der zu uns ins Forum führt, wo ihr, wie gerade gezeigt, diskutieren oder fragen könnt. Und andererseits das Quiz, das, wie bereits erzählt, dazu dient, dass ihr euch selbst und euer Verständnis dazu überprüfen könnt. Aber auch ansonsten gilt in diesem Semester mehr als jemals zuvor, bitte nutzt das Forum, bitte nutzt es, um Fragen zu stellen zu Inhalten. Denn ihr seid mit Sicherheit nicht die Einzigen, die sich diese Frage stellen. Nutzt das Forum, um mit euren Kollegen zu diskutieren. Ihr werdet in diesem Semester nicht die Möglichkeit haben, euch vor Ort zu treffen, weshalb es noch wichtiger ist, dass wir das hier machen. Nutzt aber auch das Forum, um organisatorische Fragen zu stellen, denn das ist der Ort, wo ihr eine offizielle Antwort bekommt und vielmehr ist das für uns der Ort, wo wir sowohl inhaltlich als auch organisatorisch sehen können, was ihr verstanden habt oder wo wir gegebenenfalls nochmal nachbessern müssen. Um dieses Forum zu betreuen, jeden Tag Office Hours abzuhalten und Übungen anzubieten, bedarf es natürlich nicht nur der Professoren und den Assistenten, sondern vielmehr einem Team von Tutoren. Auch unsere Tutoren freuen sich, gemeinsam mit euch dieses digitale Semester zu beginnen. Hallo! Das war's jetzt erstmal mit der Organisation. Ich hoffe, wir sehen uns am 20. April, allerspätestens aber am 4. Mai. Bis dann!